Nachdem wir am Flughafen Mr. Capone abgegeben und Doc in unsere Reisegruppe aufgenommen haben, zieht es uns direkt rein nach Oklahoma City, genauer gesagt nach Bricktown. Hi, it's a public parking here? Okay, perfect. Ist die Sonne nicht mehr ganz so knallig. Ja. Was ist das hier, wo du mit die Bötchen durchfährst? Ja. Bricktown ist ein ehemaliges Lagerhausviertel, welches hauptsächlich aus Ziegelbauten besteht. Daher der Name, denn Brick heißt Ziegel. Heute ist es ein Vergnügungsviertel mit Bars, Restaurants, Geschäften und Museen. Uns lockt der Bricktown-Kanal, wir haben nämlich eine Bootsfahrt gebucht. Es ist wahnsinnig heiß, wir hoffen also auf ein wenig Abkühlung. All right, guys, and then, yep, you should come on up, and you'll be on this side. So you go all the way to the front row. All right, so that was built in 1999, so what, 23 years old or so? And back in 1999, it was actually a city ordinance that any publicly displayed pieces of artwork had to be done by a local artist, okay? So all the artwork I'm going to point out along the canal, it is extensive, guys. We have some really talented guys. Are there any fish in the canal? There are, okay? Although this is city water, you know, that comes from the lake or the river, the way they get in here is our ducks and our geese right here on the canal. They fly over to the river or Lake Hester, and when they land, those little rippers are sticky, okay? And they try to fish eggs. So they get stuck to the yeah, and then they fly back and they land in the canal, and eventually the little eggs fall off, and they have or sharks. Yeah, so every once in a while, what the parks department will do is they'll drain the canal, they'll clean it out, and like we were talking about a while ago, they pulled over 25 of those little electric scooters out of here. You pull everything out of it, and it is actually, I mean, it's scrubbed like it's back in swimming here. Like I said, it's one of the less a big pool. The colors that you see here is still bringing algae control product. Makes it look like Lake or River was. Yeah. One year they pulled a 1 pound gold bar out of here. Little Plaza. That is a life-size statue of a Chickasaw warrior. This was done by a gentleman named Enoch Kelly Hagee. He is a Native American artist of the Seminole tribe, based right here in Oklahoma City. He did the Guardian, this is because we have 39 Native American tribes in Oklahoma, 5 major ones, and some of our originally from Oklahoma. They have been transferred by the federal government, relocated, so they call it relocated, from far west North Carolina. Die Bootsfahrt ist wirklich schön und gemütlich und wir bekommen so einiges zu sehen, unter anderem das berühmte Oklahoma Land Run Monument. Wirklich beeindruckend und imposant. They are made of a solid stainless steel skeletal structure, and they've got a 3/4-inch black bronze finish on them. And they're larger than life. They're massive. They're over 9 feet
tall. Some of them are a lot taller than 19, especially the wagons. Now, the most impressive thing about this piece is it was done by a single person. His name is Paul Moore. He's the art professor out of the University of Oklahoma in Norman. To this day, he's the art professor in residence. This took nearly 20 years of his life to complete. Yeah, he laid the first couple of pieces back in 1999, shortly after the canal opened, and he just finished them up in 2019. Schön. Also muss ich sagen, also hat mich echt beeindruckt jetzt. Ja. Ei. Die kriegst du das gar nicht. Nie wieder gesehen. Kaum noch. Ja, aber gibt es in Deutschland nicht. Und dann waren wir erschlagen. Von der Hitze und auch den Eindrücken des Tages. Zurück zum Motel, was etwas außerhalb liegt, und Vorfreude auf die Dinge, die morgen auf uns warten. Und der nächste Morgen beginnt mit einem weiteren riesigen Gewitter. Ganz ehrlich, wir haben uns an dem Tag schon im Hotel sitzen sehen. Aber nach einer guten Stunde war das Unwetter vorüber und es konnte losgehen, unser etwas anderes Sightseeing. Auf dieser Straße war vor einer Stunde noch kein Durchkommen. Wahnsinn, wie schnell das Wetter hier umschlägt und das Wasser weg ist.
Unser erstes Ziel heute: Stockyard City. Es beherbergt eine Reihe von Geschäften, man könnte sich hier tatsächlich eine komplette Ranch ausstatten lassen. Von Cowboystiefeln bis zum lebenden Rind ist hier alles erhältlich. Alles? Ja. Denn hier befindet sich der weltgrößte Viehmarkt für Futter und lebendes Vieh. Es finden jeden Montag und Dienstag für die Öffentlichkeit zugängliche Live-Vieh-Auktionen statt und wir haben Dienstag. Also nutzen wir die Chance, wenigstens einen kleinen Blick auf das zu werfen, was unsereins sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Und genauso war es. Ja, natürlich jetzt ein bisschen überflutet alles. Ach du Jemine. Ich wüsste gar nicht, wo ich hin muss hier in den Gebirge. Oder? Das ist ein Areal, wa? Das ist ein Areal. Und am Rande, die Tiere werden wirklich gut behandelt. Wenn man eine Weile hier sitzt und zuhört, versteht man sogar den Auktionator, also etwas. Nach der Auktion geht es natürlich auf einen Café ins berühmte Cattleman's Steakhouse. Frisch gestärkt noch ein kurzer Bummel durch Stockyard City, dann geht es nämlich schon weiter. Thank you. Es wird schon wieder warm. Mhm. Aber jetzt gleich auf die andere Seite nachher gehen, will ich noch dieses Monument da. Ja, ja. Nein. Ja, richtig lang da. Ja, aber das Schwein. Ja, ja.
Fahrwasser. Ja. Also wenn du hier nach Karte fährst, ist das echt ein Problem. So schnell kannst du gar nicht gucken. Nee. So gut sieht es hier. Zufällig. Ja. Ja, ja. Das ist ja schon fast ein riesen Kloster. Ja. Aber richtig viele Kirchen, ne? Ja. Nur ein älteres Viertel hier. So von den Häusern her. Ja, aber schön aus die Häuser hier. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das sind viele Steinhäuser auch, Ja. ne? Will Rogers, unter anderem Schauspieler und Komiker, ist Oklahomas Lieblingssohn und hier überall verewigt. Sogar der Flughafen von Oklahoma City ist nach ihm benannt. Wir fahren jetzt erstmal zu Trader Joe's, dem US-Aldi Nord. Warum? Na, um spezielle Gewürze zu kaufen. Gibt's halt nur dort. Und auf dem Weg dorthin kommen wir wieder zufällig auf die Route 66, die sogar im Supermarkt verewigt ist. Unser nächster Programmpunkt ist das Museum der 45. Infantry Division. Die Gardisten, die den größten Teil ihrer Geschichte in Oklahoma City beheimatet waren, kämpften sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch Koreakrieg. Nach der Landung in Frankreich während der Operation Reagan schlossen sie sich 1945 der Fahrt nach Deutschland an, die den Krieg in Europa beendete. Am Sonntag, dem 29. April 1945, befreite das 3. Bataillon des 157. Infanterieregiments der 45. Division das Konzentrationslager Dachau bei München.
Aus der berühmtesten Dienstzeit der Division, dem Zweiten Weltkrieg, entstehen die wohl faszinierendsten Exponate des Museums. Auffällig ausgestellt sind eine Vielzahl von Gegenständen aus der persönlichen Wohnung des Nazi-Führers Adolf Hitler in München, die von den Thunderbirds, das Brigade Combat Team der 45. befreit wurde, als sie die Stadt im Frühjahr 45 eroberten. Natürlich halten wir uns mit Bildern und Aufnahmen hier zurück. Es ist zwar ein Museum, aber wir wollen keinen Ärger mit diesen Aufnahmen riskieren. Oh, und schreck, wenn man von da oben kommt, sieht erstmal die Panzer. Wenn du das nicht weißt, Ja. und dann auch noch ausgerechnet auf die Straße gerichtet. Ja, ja. Auf die Straße weg. Ja, wenn du von oben kommst. Ja, ja. Wir fahren weiter zum State Capitol. Der Plan war, unseren Route 66 Passport hier abstempeln zu lassen. Aber schon sind wir wieder auf der 66. Ja. Ist das kompliziert hier? Ich wollte mir doch nur das Kapitol angucken.
ist ja auch keine Leute hier, also. Nee. Ja, als ob die bei dem Wetter rauskommen. Ja, aber es sind ja immer mal irgendwelche Treppen oder so, ne? Ja, ich weiß nicht, diese grün. Ja. Da wird halt eher so ein Eingang sein, weißt du? Wir gingen nichtsahnend hinein und standen vor einer Sicherheitsschleuse. Wer mal in Berlin den Reichstag besichtigt hat, weiß, dass man dort nur nach Anmeldung reinkommt und sich möglichst keine 2 Meter von der Reisegruppe entfernen darf. Wir waren etwas eingeschüchtert und fragten, ob die Sicherheitsbeamten uns den Pass abstempeln würden. Sie lachten und meinten, nein. Erst schauen sie sich unser Gebäude an und dann fahren sie einfach in den untersten Stock in das Information Center, da bekommen sie ihren Stempel. Wir wollten den Irrtum aufklären und sagten, wir hätten gar keine Führung gebucht. Sie waren wahnsinnig nett, meinten, hier darf jeder rein und sich das Gebäude ansehen, es wäre wunderschön. Sie gaben uns noch Tipps und wünschten uns viel Spaß. Unglaublich, und in Berlin wird man behandelt wie ein Schwerstverbrecher. Wir besichtigten also das Gebäude, fuhren mit Senatsangehörigen und der Security im Aufzug, wurden überall freundlich gegrüßt. Selfie vor dem Büro des Governor, kein Problem, und das ist der höchste Mann im Staat. Er war aber selber an dem Tag nicht da. Und wir waren, oder besser, sind immer noch sehr beeindruckt. Ein wunderschönes Gebäude, imposant, elegant, aber auch gleichzeitig schlicht. Ja gut, hier geht es auch durch Sicherheitskontrollen, ne? So ist es ja nicht. Durch eine kleine, ohne Anstehen, ohne... Ja. Was habt ihr denn so gemacht? Wir haben uns Kapitol abgeholt. Ja. Mhm. Oh, ganz oben steht auch nochmal auf der Roma. Ganz oben in der Kuppel. Erste Klasse, gut lag. Nicht ganz unten. Nein, eine haben wir noch. Warte, guck mal her. Hier, ne? Als wir es dann schlussendlich in das Untergeschoss geschafft haben, plauderten wir lange mit den Angestellten dort. Deutsche kommen hier nicht oft her. Ein paar Fotos vom Capitol von außen, aber die Zeit für eine Besichtigung nehmen sich nicht viele Touristen, erklärte man uns. Und sie waren wahnsinnig stolz, dass uns das Capitol Building so gut gefällt. Und nach gut 2 Stunden ging es dann wieder raus. Wahrscheinlich. Ja, dazu müsste ich aber die Kamera meine rausholen, wenn ich ihn oben haben will. Hallo.
Mit alle freundlichen Grüßen, ne? Ach, guck mal, hier werden auch Ja. Lehraanstalten geboten. Ja. Uns war es ein Anliegen, das Oklahoma City National Memorial zu besuchen. Die nationale Gedenkstätte erinnert an den Bombenanschlag vom 19. April 1995 und wurde zu Ehren der Opfer, Überlebenden und Rettungskräfte errichtet. Sie steht genau an der Stelle, an welche das Alfred P. Murrah Federal Building stand, was durch das Attentat zerstört wurde. Auf den Überresten des Fundaments, welches am östlichen Ende des Feldes zu sehen ist, sind die Namen der über 800 Überlebenden des Attentats eingraviert. Das Field of Empty Chairs symbolisiert mit 168 auf einer Grasfläche angeordneten gläsernen Stühlen die Opfer des Anschlags. In den gläsernen Sockel eines jeden Stuhls ist der Name eines der Opfer eingraviert. Sie sind in 9 Reihen, entsprechend der 9 Stockwerke, in welchen sich die Opfer zum Zeitpunkt der Explosion befanden, angeordnet. Am westlichen Ende des Feldes befinden sich 5 Stühle, die für jene Menschen stehen, welche nicht innerhalb des Alfred P. Murrah Buildings ums Leben kamen. Es gibt 19 kleinere Stühle, symbolisch für die 19 Kinder des im Gebäude befindlichen Kindergartens, welche bei dem Anschlag starben. 3 Ungeborene starben mit ihren Müttern, ihre Namen sind auf den Stühlen unter dem Namen ihrer Mutter eingraviert. Ein weiterer Teil des Mahnmals ist der Survivor Tree. Diese Ulme stand auf dem Parkplatz gegenüber dem Gebäude.
Das Alter wird auf mindestens 100 Jahre geschätzt. Durch die Explosion wurde der Baum schwer beschädigt, verlor alle Blätter und wurde stark verbrannt. Er wurde für die polizeilichen Ermittlungen genutzt, um die durch die Explosion in die Rinde getriebenen Splitter als Beweisstücke zu sichern. Statt ihn zu fällen, wurde der Baum stehen gelassen, um langsam abzusterben und so des Anschlags zu gedenken. Entgegen allen Erwartungen erholte sich der Baum jedoch vollständig und symbolisiert heute den Überlebenswillen und die Heilung nach dem Anschlag. Und dann war es auch schon Abend. Es ging zum Essen noch mal kurz nach Bricktown und dann ab ins Motel. Wir haben ein etwas anderes, außergewöhnliches Sightseeing gemacht und Route 66 außen vor gelassen. Jede Woche kommt man hier leider nicht her, aber wir müssen wohl noch mal, sehr gerne und irgendwann und für länger. Denn wir haben lange nicht alles gesehen, was uns interessiert, aber uns wahnsinnig wohlgefühlt. Oklahoma City hat was. Morgen verlassen wir Oklahoma und kommen in den zweitgrößten Bundesstaat der USA, nach Texas. Viel größer als allein die Bundesrepublik Deutschland und trotzdem schaffen wir es nur eine Nacht hier zu verbringen. Aber dazu mehr in der nächsten Episode. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasst keinen Tag von der Reise unseres Lebens. Route 66, the Trail of a Lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen da. See you next week.